In diesem Video erstellen wir zusammen ein Vision Board in der App Freeform und ich zeige euch Funktionen dieser App. Wenn ihr das neueste Update auf eurem iPad oder iPhone habt, ist Freeform automatisch installiert. Als allererstes erstellen wir ein neues Board. Da es bei dem Vision Board um eure Ziele und Träume geht, empfehle ich zuerst, die aktuelle Lebenssituation zu analysieren. Das funktioniert ganz gut mit der Methode Lebensrad, bei der ihr die einzelnen Aspekte eures Lebens bewerten könnt. Meine kostenlose Vorlage findet ihr in der Infobox. Wenn ihr mehr über das Lebensrad erfahren wollt, schaut bei mir auf Instagram vorbei. In meinem Highlight Lebensrad erzähle ich mehr über diese Methode. Wir fangen mit dem Vision Board an. Wenn ihr oben links auf das Stift-Icon tippt, erscheinen unterschiedliche Stifte und die Farbpalette. Das kennen wir schon von der App Notizen, allerdings sind die Stifte hier nicht die gleichen. Mein Favorit ist der Stift Kreide, mit dem ich das Wort Vision geschrieben habe. Das Wort Board möchte ich wegradieren. Dafür gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal Pixelradierer und Objektradierer. Stattdessen möchte ich die Funktion Handschrift zum Text nutzen. Das geht mit dem Stift ganz links. Ihr könnt dann den Text korrigieren, die Position, die Größe und die Schriftart anpassen. Hier werden alle Schriftarten erscheinen, die auf eurem iPad installiert sind, also die Standardschriftarten und welche, die ihr manuell installiert habt. Wenn ihr eine weitere Farbe hinzufügen wollt, müsst ihr auf den Farbkreis in der rechten unteren Ecke tippen. Hier findet ihr ganz viele Farben zur Auswahl. Jetzt zeige ich euch noch ein weiteres Werkzeug. Damit könnt ihr beliebige Flächen füllen. Einfach eine Form zeichnen und diese wird automatisch ausgefüllt. Wenn ihr auf das A in der oberen Leiste tippt, könnt ihr auch Text hinzufügen. So könnt ihr Notizzettel hinzufügen. Hier schreiben wir auf, welche Themen wir auf dem Vision Board abbilden wollen. Wenn wir auf den Zettel einmal drauf tippen, können wir die Farbe von dem Zettel und die Position des Textes ändern. Wie unterteilen wir also unsere Träume? Zuerst was Materielles, also etwas, was wir kaufen können. Dann Familie und Freunde, Liebe, Wissen und Bildung, Erfolg und Reputation, Karriere und Job, Hobby und Reisen. Jetzt können wir den Text auf dem Zettel größer machen. Die Themen haben wir bestimmt. Der nächste Schritt wird sein, passende Bilder rauszusuchen, um unsere Träume zu visualisieren. Dafür öffne ich die Webversion von Pinterest. Wenn wir Vision Board in der Suche eingeben, werden uns schöne Bilder vorgeschlagen. Schau dir in Ruhe die Bilder an und überleg dir, welche Bilder die meisten Gefühle in dir auslösen. Wenn wir die Funktion Stage Manager oder Split View anmachen, können wir zwei Fenster nebeneinander öffnen. So können wir die Bilder von Pinterest direkt auf unserem Board platzieren. Tippe zuerst auf das Bild, halte es länger und verschiebe es auf das Board. Die Größe und die Aufteilung der Bilder können wir im Nachhinein anpassen. Denk an die Themen, die wir aufgeschrieben haben. Das Geld steht für Materielles und das Essen steht für Gesundheit. Achte darauf, dass du durch neue Bilder nicht die bestehenden Bilder auf dem Board ersetzt. Wenn ein Bild auf dem Board ausgewählt ist und du das neue Bild draufziehst, wird das alte Bild durch das neue Bild ersetzt. Wenn du bestimmte Wünsche hast, kannst du explizit danach suchen. Wähle dann das Bild, das dich am meisten glücklich macht. Bei nicht materiellen Sachen kann es zum Beispiel der Blick aus dem Fenster bei der Arbeit sein oder Menschen, die dich inspirieren. Du findest ganz sicher viele schöne Bilder von den Orten, die du besuchen möchtest, oder Bilder von Aktivitäten, die du mit deinem Partner oder deiner Partnerin unternehmen möchtest. Wenn du ein Bild ausgewählt hast und nach unten scrollst, findest du viele andere passende Bilder. Kommen wir zum Thema Erfolg und Reputation. Wenn du zum Beispiel Sänger werden möchtest, kannst du nach Bildern von einem Konzert suchen. Ich möchte auf YouTube wachsen, deswegen nehme ich so ein symbolisches Bild. Ihr würdet mich bei diesem Traum sehr unterstützen, wenn ihr mein Video liked, teilt oder kommentiert. Bevor ich gleich selbst nach weiteren Bildern suche, möchte ich euch zeigen, was wir als nächstes machen. Bei einem Vision Board ist es üblich, dass man in der Mitte das eigene Bild platziert.
damit man das alles, was man an Bildern rausgesucht hat, mit sich selbst in Verbindung bringt. Dafür mache ich jetzt Platz in der Mitte. Um ein Foto zu öffnen, tippen wir auf das Icon oben links in der Leiste. Wir können das Foto zuschneiden und den Ausschnitt auswählen, der angezeigt werden soll. Jetzt schreibe ich für euch Themenbereiche auf, wo die Bilder platziert werden sollen. Das müsst ihr bei euch nicht unbedingt machen. Ganz unten rechts kommen Bilder zu Reiseorten, die ihr besuchen wollt. Direkt unter eurem Bild kommt Karriere und Job. In der linken unteren Ecke kommt Bildung, Sport und die Gesundheit. Links von eurem Bild platzieren wir Familie und Freunde. Rechts sind die Hobbys. In der rechten oberen Ecke die Liebe und Partnerschaft. Oberhalb von eurem Bild Erfolg und Reputation. Und als letztes in der oberen linken Ecke Materielles. Schreibt es euch auf oder macht ein Foto davon. Als nächstes sollen die rausgesuchten Bilder bei den passenden Themenbereichen platziert werden. Wenn ihr ein Bild oberhalb des anderen Bilds platzieren wollt, tippt auf 3 Punkte und dann auf Vorne. Wenn ihr Texte löschen oder verschieben wollt, könnt ihr sie mit dem Auswahlwerkzeug auswählen. So einfach habe ich alle Texte gelöscht, ohne sie wegzuradieren. Den Notizzettel mit Themen brauchen wir auch nicht mehr. Ihr könnt ein unendliches Vision Board machen. Wenn ihr denkt, dass das Board hier endet, stimmt das nicht. Wenn ihr etwas an den Rand schreibt oder ein Objekt platziert, verlängert sich das Board. Jetzt zeige ich euch noch die Formen. Hier habt ihr eine Auswahl an unterschiedlichen, nach Themen sortierten Formen. Wenn ihr bei eurem Vision Board eine Abtrennung haben wollt, aber keine Texte aufschreiben wollt, könnt ihr solche Icons platzieren. Wenn ihr bei den 3 Punkten auf Auseinanderbrechen tippt, könnt ihr die Form beliebig gestalten. Ihr könnt also für die einzelnen Teile eine Farbe aussuchen. So könnt ihr das Objekt wieder gruppieren. Dann könnt ihr nämlich alle Teile zusammen verschieben. Außerdem könnt ihr noch eine Kontur für die Form auswählen. Sie kann unterschiedliche Formen und Farben haben. So könnt ihr die Kontur wieder ausschalten. Ihr könnt auch nach bestimmten Formen suchen. Ich habe mein Vision Board noch um weitere Fotos ergänzt. In der App Freeform könnt ihr außerdem noch Links hinzufügen. Wenn ihr also bestimmte materielle Wünsche habt, könnt ihr einen Link aussuchen und bei dem Foto platzieren. Der Link erscheint in so einer Form. Ihr könnt es beliebig skalieren und wenn ihr auf das Auge tippt, könnt ihr den Link im Browser öffnen. Neben dem Vision Board könnt ihr Ziele hinzufügen, die euch bei der Erfüllung eurer Träume helfen. Neben den Zielen könnt ihr zum Beispiel noch Bücher hinzufügen, die ihr unbedingt lesen wollt. Ihr könnt entweder die Namen dieser Bücher aufschreiben oder auf Pinterest nach Bildern suchen. Es gibt auch eine Möglichkeit, ein Buch ohne Hintergrund hinzuzufügen. Speichert dafür das Foto und schneidet es zu, sodass nur ein Objekt drauf bleibt. Das geht natürlich nicht nur mit Büchern, sondern auch mit anderen Objekten. Durch längeres Tippen wird der Hintergrund entfernt und ihr könnt das Objekt auf das Vision Board platzieren. So sieht mein Vision Board aus. Ich wünsche euch, dass eure Träume sich unbedingt erfüllen. Lasst gerne etwas Liebe in Form eines Likes oder eines Kommentars da. Bis zum nächsten Video.